Ja, also wenn ein Unternehmen in der Krise steckt, dann gibt es ja so 3 Stufen, die man bewältigen muss, um sich wieder sozusagen aus der Krise herauszukämpfen. Ja? Die erste Stufe ist die Stufe der Liquidität, die zweite Stufe ist die Stufe der Profitabilität und die dritte Stufe ist die Stufe der Strategie. Also wenn eine Firma in eine Krise geraten ist, dann gilt es als allererstes einmal die Liquidität wiederherzustellen. Um die Liquidität wiederherzustellen, braucht man eine vollständige Übersicht über seine Liquidität. Das bedeutet einmal, wie sind die aktuellen Kontostände, einmal, wie sind die aktuellen Kontobewegungen, was sind die Zuflüsse, was sind die Abflüsse, wo kann man vielleicht zum Beispiel Dauerbelastungen kündigen. Sagen wir mal zum Beispiel, man hat ein zu großes Büro gemietet und möchte es wieder sozusagen reduzieren, die Quadratmeteranzahl oder ganz kündigen oder solche Sachen. Da kann man ja dann auch Liquidität sparen. Und dazu gibt es in SAP Business by Design Cloud ERP auch eine Liquiditätsvorschau. Ja? Die kann man zum Beispiel nutzen, um seine Liquidität zu prognostizieren, eine Vorausschau zu machen und das Problem zu erkennen, bevor es eintritt. Zum Beispiel, dass man es 3 Monate vorher schon erkennt, dass es in 3 Monaten ein Problem geben könnte oder geben wird, wenn man nichts unternimmt. So dass man heute schon etwas unternehmen kann, denn viele Verträge haben ja auch gewisse Kündigungsfristen zum Beispiel. Ja? Und das wäre sozusagen die erste Stufe. Eine weitere Maßnahme der ersten Stufe wäre dann auch das Thema, dass man die Zahlungsbedingungen mit seinen Lieferanten und Kunden nochmal neu verhandelt oder zum Beispiel optimiert. Ja, dass man zum Beispiel längere Zahlungsbedingungen für seine Lieferanten heraushandelt oder auch für seine Kunden kürzere Zahlungsbedingungen und dass man auch aktiv und unverzüglich mahnt. Also dass diese Mahnung ja dann auch automatisch angestoßen wird von dem SAP Cloud ERP-System, sodass dann die Zahlungseingänge auch zügiger stattfinden. Also das sind zum Beispiel Maßnahmen, um die Liquidität zu verbessern. Der zweite Punkt ist eigentlich fast schon der wichtigste, Profitabilität. Denn irgendwo ist ja irgendwas außer Balance geraten, in Schieflage geraten, dass weniger Profit gemacht wird oder vielleicht sogar Verlust als vorher. Und dann muss man genau herausfinden, wo kommt eigentlich dieser Verlust her. Ja, also welche Produktgruppe zum Beispiel verursacht den Verlust. Wenn ich zum Beispiel 10 Produkte habe und 3 davon sind äußerst profitabel, ja, 5 sind so mittel und 2 sind äußerst unprofitabel. Dann kann es zum Beispiel sein, dass von diesen 2 Produkten, die eben äußerst unprofitabel sind, die das ganze Unternehmen runterreißen. Um sowas herauszufinden, da braucht man natürlich das dementsprechende Controlling. Auf das Controlling bin ich in einem anderen Video schon eingegangen. Da ist es notwendig, dass man die notwendige Datengrundlage erfasst, dass man die Deckungsbeiträge berechnen kann. Da hilft einem SAP Business by Design Cloud ERP Controlling natürlich unglaublich viel. Und dann kann ein Unternehmen letzten Endes die Entscheidungen treffen, die notwendig sind, unprofitable Zweige einzustellen, unprofitable Produktgruppen oder Produkte wegzulassen und sich mehr auf die profitablen zu konzentrieren. Wenn man das dann geschafft hat, dann hat man wieder das Level der Profitabilität erreicht und dann kommt man zu dem letzten Level, also dem strategischen, weil irgendwo ist ja strategisch auch was in Schieflage geraten. Wenn ein Unternehmen in die Krise gekommen ist, dann hat ein Unternehmen vielleicht Trends verpasst oder nicht mitgekriegt, dass jetzt zum Beispiel die Geschäfte anders laufen. Das heißt, SAP Business by Design schafft einem sozusagen den Freiraum, dass man wieder neue sozusagen Produktgruppen, Produktlinien oder Services am Markt entwickeln kann und anbieten kann, weil ein SAP Business by Design auch von der Routinearbeit entlastet und Freiraum schafft, kreativen Freiraum, der notwendig ist, um neue Produkte zu entwerfen. Ich mache mal ein Beispiel. Jemand oder eine Firma, die vielleicht vorher Maschinenbauer war, möchte jetzt vielleicht in Zukunft nicht nur eben diese Werkzeuge verkaufen, sondern möchte diese vielleicht in Zukunft auch vermieten. Das wäre zum Beispiel ein neues Geschäftsfeld. Und um das aufzubauen, braucht man natürlich dementsprechende freie Kapazität, die einem SAP Business by Design natürlich auch verschafft. Und auch die Möglichkeit, die neue Produktstruktur aufzubauen, die neue Marktstruktur aufzubauen, die neuen
Lieferanten und Lieferanten oder die Dienstleister in dem Fall vielleicht, die Services erbringen, die abgerufen werden im Zusammenhang mit der Vermietung der Werkzeuge. Also dass man auf diese Weise sein Geschäftsfeld strategisch weiterentwickeln kann, um eben auch für die Zukunft gerüstet zu sein. Und das ist ja auch die Grundidee von ADAPRO, deswegen heißen wir ja auch so, adaptive Prozesse, ja? Dass wir in diesen Zustand hineinkommen, in dem wir dass die Unternehmen es schaffen, sich an geänderte Marktbedingungen anzupassen und damit zu den Gewinnern zu gehören. So kann also eine Krise gemeistert werden und so kann SAP Business by Design einem dabei helfen, eine Krise zu meistern. Ja, wenn Sie sich darüber noch ein bisschen genauer informieren möchten, dann treffen Sie uns bei events.adapro.eu. Link unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf Sie.